Maß aller Dinge. Eine Zahl, die mehr Bedeutung in unser aller Leben hat, als wir es uns bewusst sind. Denn diese Zahl definiert den Puls eines Grundpfeilers der modernen Welt: Energie. Um genauer zu sein, elektrischer Strom. Denn in ganz Europa pulsiert der elektrische Strom mit derselben Frequenz, nämlich 50 Hertz. Würde diese Frequenz nicht gehalten werden, so könnte das dramatische Folgen nach sich ziehen: Blackout. Wie wahrscheinlich ist jedoch ein Blackout? Und was hat es mit den 50 Hertz auf sich? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein Stück in die Vergangenheit reisen. Man stellte sich die Frage, was denn die ideale Frequenz für den Strom sei. Zu hohe Frequenzen entpuppten sich damals als Hindernis beim Bau drehender Elektromaschinen, die als Motoren, Generatoren und Umformer zum Einsatz kamen. Denn je höher die Frequenz, desto schneller drehen sich die Motoren. Das wiederum zieht einen stärkeren Verschleiß mit sich. Mit 25 Hertz versuchte man, die Frequenz so niedrig wie möglich zu halten. Ist die Frequenz allerdings zu niedrig, so flimmert bei Wechselstrom das Licht. Man stelle sich Wechselstrom wie eine Sinuskurve vor. Er ändert ständig seine Richtung in positiv und negativ. Das heißt, dass der Strom im zeitlichen Mittel bei Null liegt. Eine Glühbirne ist somit für kurze Zeit aus. Damit aber das menschliche Auge Licht als ruhig wahrnimmt, muss Wechselstrom mindestens 5000 Mal pro Minute seine Richtung wechseln. Das entspricht einer Frequenz von rund 42 Hertz. 50 Hertz ist also ein idealer Wert, da sich der Spannungsabfall bei Übertragungsleitungen in Grenzen hält und sich die Frequenz für den Einsatz von Motoren und Glühlampen besonders eignet. 50 Hertz sind eine Art Geschwindigkeit. Es ist ein drehender Generator, der diese 50 Hertz erzeugt. Und er dreht mit einer gewissen Geschwindigkeit, die genau diese 50 Hertz ergeben. Auf der Antriebswelle des Rotors ist ein Magnet befestigt. An den Spulen befinden sich die elektrischen Anschlüsse. Bewegt sich das Magnetfeld durch eine Spule, entsteht ein Stromfluss. Der positive Pol bewirkt, dass sich der Strom vom Generator wegbewegt. Der negative Pol wiederum, dass sich der Strom auf den Generator zubewegt. Diese Richtungsänderung des Stroms wird als Wechselspannung bezeichnet. Die Drehgeschwindigkeit des Generators bestimmt dabei die Höhe der Frequenz. Praktisch vom Erzeuger bis zum Verbraucher, alle Motoren, alle Geräte sind praktisch auf die 50 Hertz ausgerichtet. Wenn die 50 Hertz, die Drehstromfrequenz im Netz nicht stimmt, dann dreht sich auch daheim der Motor von der Fräse oder von einem Lüftungsgerät nicht mehr mit dieser Drehzahl. 50 Hertz bezeichnen wir im Stromnetz die Netzfrequenz, die das Maß der Stabilität darstellt, die es in jedem Fall einzuhalten gilt. In der Praxis ist die Frequenz allerdings nicht völlig stabil, sondern schwankt minimal nach oben oder nach unten, je nachdem, wie viel Strom gerade benötigt wird. Dabei dürfen die Grenzwerte von 49,8 Hertz nicht unterschritten bzw. 50,2 Hertz nicht überschritten werden. Das Stromnetz hat keine Speicherfähigkeit. Das heißt, es muss immer so viel erzeugt werden, wo auch verbraucht wird. Und aus dem Grund ist das 50 Hertz das Maß aller Dinge, kann man sagen. Die Hertz, die schwanken je nachdem, ob zu viel Strom im Netz ist, aufgrund einer Überproduktion, oder ob zu wenig Strom im Netz ist aufgrund von zu viel Verbrauch. Und somit wird die Erzeugung an diese 50 Hertz angepasst. Dann passiert im Netz sowas wie beim Fahrradfahren. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit durch die Ebene und die Straße beginnt leicht zu steigen. Wenn wir gleich stark treten, werden wir langsamer. Wenn wir die 50 Hertz halten wollen oder die Geschwindigkeit halten wollen, müssen wir schneller treten. Und genau das passiert bei den Generatoren. Würden wir nicht mehr Energie auf den Generator geben, so würde er langsamer werden. Wir wollen aber diese 50 Hertz halten, darum mehr Energie auf den Generator. In unserem Fall von Ilwerke VKW ist das Wasser. Ist beispielsweise der Stromverbrauch, also die Netzlast, unvorhergesehen hoch, führt dies zu einem leichten Abbremsen der Generatoren und somit zu einem Absinken der Netzfrequenz. Hier kommt die sogenannte Regelleistung zum Einsatz, die Schwankungen der Stromfrequenz ausgleicht.
Ist die Einspeisung nun aber höher bzw. die Netzlast geringer als erwartet, steigt die Netzfrequenz. Die rotierende Masse aller Generatoren in unserem Stromnetz sorgt für eine gewisse Trägheit im System. Kurzfristig führt dies allein schon zu einer Stabilität der Frequenz. Das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch ist Bedingung eines funktionierenden Stromnetzes. Im Gegensatz zu anderen Waren hat Strom keine Lieferzeit, sondern Strom ist jetzt überall. Man kann dieses Bild so zeichnen, dass wenn im Montafon Strom erzeugt wird, der jetzt in Lissabon gebraucht wird, dann ist es ein Rohr gefüllt mit Kugeln von hier bis Lissabon. Und wenn wir eine Kugel in dieses Rohr hineingeben, fällt logischerweise zur gleichen Zeit in Lissabon eine Kugel aus dem Rohr hinaus. Strom ist jetzt überall. Da das Stromnetz jedoch kein Speicher ist und ein Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch bestehen muss, gibt es Systeme, die die Frequenz permanent balancieren und korrigieren. Diese werden Regelleistung genannt und sind in 3 Teile geteilt. Sinkt beispielsweise die Netzfrequenz, so tritt zuerst die Primärregelung in Kraft. Sie ist die schnellste Energie und muss innerhalb von 30 Sekunden bereitstehen. Die Sekundärregelung dient dem Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch und muss innerhalb von 5 Minuten ihre volle Leistung erbringen. Kommt die Sekundärregelung an ihre Grenzen, so stellt die Tertiärregelung als konstantes Band zusätzliche Leistung zur Verfügung. Wie unser zentrales Nervensystem zieht sich das weit verzweigte Stromnetz durch unsere Staatengemeinschaft. Ganz Europa hat dieselbe Geschwindigkeit und ganz Europa merkt den Lichtschalter, der hier im Montafon eingeschalten wird oder in Vorarlberg. Und alle, ob sie wollen oder nicht, helfen mit, um diese Frequenz zu halten. Die Schwungmassen ganz Europas helfen zusammen, diese 50 Hertz zu halten, und auch die Generatoren ganz Europas helfen zusammen. Es ist kein lokales Thema, es ist ein gesamteuropäisches. Also das Stromnetz in Europa ist als Verbundnetz aufgebaut, hat den Vorteil, dass ein Verbundnetz in dieser Größe auch ein sehr, sehr stabiles System darstellt. Eine der Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber ist eben diese Frequenzhaltung, und also die Frequenzhaltung auf diesen 50 Hertz. Und da gibt es ein definiertes Band von plus minus 200 MHz, das dann als Sollband gilt. Um eben diese Frequenz zu halten, braucht man natürlich dann sogenannte Systemdienstleistungen. Für das sind dann auch Kraftwerke relevant, die eben diese Dienstleistungen anbieten können. Und da ist beispielsweise Ilwerke VKW prädestiniert dafür mit ihren Pumpspeicherkraftwerken, um eben diese Systemdienstleistungen anzubieten. Das Prinzip der Pumpspeicherkraftwerke ist simpel, aber überzeugend. Es besteht aus einem Ober- und einem Unterbecken. Dazwischen befindet sich der Generator mit Turbine und Pumpe. Möchte man nun Strom erzeugen, so lässt man Wasser von oben nach unten durch die Turbine. Umgekehrt haben wir auch die Situation, dass im Netz ein Energieüberschuss sein kann durch andere Einspeiser, Alternativenergieeinspeiser. Und da können wir dann aus dem Netz Energie aufnehmen und mit unseren Generatoren das Wasser wieder in die Speicher hochpumpen. Da ist eine Bandbreite, wo die Maschinen laufen, die laufen einfach. Und je nachdem, wie das Signal ist, können sie ganz schnell Leistung bereitstellen oder nicht. Oder? Darum kann man auch Primärleistung sofort bereitstellen. Nicht erst in einer halben Minute, sondern wir können das sofort. Früher war das nicht so. Früher hast du gewusst, ja, die 2 Maschinen schalte jetzt und wenn ich eine dritte brauche, auf der MH. Aufgrund der heutigen Anforderungen müssen Kraftwerke bedeutend flexibler agieren als noch vor 20 Jahren. Das ist interessant. Ich habe ja die Lehre gemacht im Lüner Seewerk zu Anbeginn meiner Berufslaufbahn. Und im Lüner Seewerk gibt es 5 Maschinen. Turbine, Pumpe, also können beides, turbinieren und pumpen. Und damals habe ich mir mal erlaubt, die Frage zu stellen, was ist, wenn wir gleichzeitig pumpen und turbinieren? Das war natürlich für mich als Lehrling oder als fast gefährlich, so eine Frage zu stellen, weil das ist unmöglich. Heute ist das ganz normal. Also damals, die Maschinen sind ja relativ alt, oder ja, einige Jahre alt, und damals wurden die Maschinen nur für das Turbinen oder zum Pumpen konzipiert, aber alles auf derselben Welle. Und heute ist es so, aufgrund von Versuchen, Simulationen, neuen Berechnungen,
ist es möglich, dass man gleichzeitig turbinieren und pumpen kann mit derselben Maschine. Die Drücke sind beherrschbar. Das war damals das große Problem, ob man die Drücke beherrschen kann in den Druckrohrleitungen. Aber das kann man. Und die Steuerungen und Regelungen sind noch besser geworden und genauer. Und jetzt können wir tatsächlich gleichzeitig pumpen und turbinieren. Und somit können wir, wie ich schon gesagt habe, innerhalb von Sekunden entweder mehr liefern oder mehr Energie aufnehmen. Das sind unsere Regelpumpen, auf die wir ganz stolz sind. Und wir waren da sicher führend in Europa, die so etwas eingesetzt haben. Wenn wir anschauen, was der Maschinenpark im Falle von Primärregelung tut, dann können wir bei Ilwerke VKW sagen, dass wir mit die schnellsten und besten Maschinen haben, die am europäischen Markt stehen. Zum Beispiel sind wir für den deutschen Markt, für den gesamtdeutschen Markt, sind wir die Nummer 1 für die Ausregelung, die Ilwerke VKW. Also das ist historisch bedingt. Unsere Vorväter, das waren wirklich Pioniere, die haben auf das geschaut, dass sie von Anfang an schnelle Kraftwerke herbringen. Da hat man von Regelenergie noch gar nichts gewusst, oder? Regelenergie ist erst seit 10, 20 Jahren so interessant. Aber davor ist es gar nicht so interessant, hat man es gar nicht so gebraucht. Ne? Wir bewegen uns immer mehr hin zu erneuerbaren Energien. Die vollständige Unabhängigkeit fossiler Brennstoffe ist ein wichtiges Ziel. Auch wenn erneuerbare Energien eine unausweichliche Konsequenz darstellen, bringen sie dennoch Herausforderungen mit sich. Um einer zu niedrigen bzw. zu hohen Netzlast präventiv entgegenzuwirken, werden Prognosen erstellt. So wissen die Kraftwerksbetreiber, wann sie wie viel Strom erzeugen müssen, um den Bedarf dementsprechend zu decken. Wir wissen für jede Viertelstunde des Folgetages, was aller Voraussicht nach der Lastfluss machen wird, wie sich die Lastflüsse im Netz aufteilen. Das ist ein Punkt, eine gute Schaltungsplanung. Die Herausforderung der neuen Energien wie Wind und Photovoltaik liegt darin, dass der Wind nicht immer bläst, wenn man ihn braucht, oder die Sonne nicht immer scheint, wenn man sie hat. Und das heißt, dass die Regelenergie, wie wir sie haben, umso wichtiger ist, dass man sehr schnell reagieren kann. Natürlich sind unsere Netze immer mehr und mehr belastet und die schwankenden Einspeiser werden auch immer mehr, sprich die Alternativenergien. Aufgrund wettertechnischer Herausforderungen ist die Stromproduktion nicht gleichermaßen konstant. Haben wir beispielsweise besonders wenige Sonnenstunden, ist die Stromproduktion geringer. Viele Sonnenstunden haben dann eine Überproduktion von elektrischer Energie zur Folge. Dieser Stromüberschuss kann heute jedoch noch nicht gespeichert werden. Also meine persönliche Meinung, was erneuerbare Energien anbelangt, ist eine ganz klare. Wir haben als Gesellschaft überhaupt keine Chance. Wir müssen uns mittelfristig auf erneuerbare Energien einfach einstellen und umstellen. Das wird sehr viel Geld kosten, es wird technische Probleme aufwerfen, aber diese technischen Probleme, die wird man lösen können, wie man inzwischen eigentlich jedes technische Problem gelöst hat. Im Zuge der Energiewende gibt es natürlich auch Versuche, neue Energien in diese Regelung mit einzubinden. Es wird probiert, mit Batteriespeichern Primärregelung zu erbringen. Es wird versucht, mit Windenergie Sekundärregelung oder Minutenreserve zu erbringen. Meine Einschätzung geht dahin, dass man sagt, es muss ein Mix zwischen den Speichermöglichkeiten, die jetzt in der Entwicklung sind, muss es geben, aber auch, also momentan ist es nicht möglich, dass man das großtechnisch speichert, bis auf Pumpspeicherkraftwerke, die sich natürlich dann ideal dafür eignen. Dementsprechend wird es in Zukunft, wenn man mehr praktisch noch Alternativenergieanlagen errichten, wird es auch in Zukunft noch zusätzliche flexible Wasserkraftwerke brauchen. Das Döhner Seewerk 2 ist ein sehr großes Projekt, weil es nämlich fast die Hälfte der jetzigen Leistung widerspiegelt, fast die Hälfte mit 1200 Megawatt. Jetzt haben wir 2400, 1200 ist nicht nur fast, das ist die Hälfte. Ist natürlich ein gigantisches Kraftwerk, aber es ist sehr gut situiert. Es ist an den größten Speicher, den wir haben, angebunden. Döhner See hat 74 Millionen Kubikmeter Wasserinhalt, das ist der größte Speicher, den wir haben. Und natürlich die Nähe zu Bürs vom Standort von Döhner Seewerk 2 würde auch bedeuten, dass man keine zusätzlichen Leitungen jetzt direkt für den Anschluss von Döhner Seewerk 2 in Bürs bauen müsste.
Aber ich denke, gerade aufgrund von der Regelfähigkeit, die wir haben, die wir jetzt schon haben, wird es nachher umso wichtiger. Wenn man die Schwungmassen von den Grundlastkraftwerken, wenn der wegfällt, ist man froh, wenn wir dahin auch noch ein bisschen mehr Schwungmasse zur Verfügung stellen können, um die Stabilität zum Heben, sage ich jetzt einmal, oder nicht zum Steigern, aber zum Heben. Es gibt jede Menge Systeme und Maßnahmen, die tagtäglich dafür sorgen, dass unser Stromnetz stabil ist und uns zuverlässig mit Strom versorgt. Es bedarf einer Reihe an unglücklichen Verkettungen, um einen überregionalen Blackout zu verursachen. Wenngleich unwahrscheinlich, stellen wir uns doch einmal ein solches Szenario vor. Als Blackout bezeichnet man einen großflächigen Stromausfall, von dem nicht nur eine Stadt, sondern mehrere Städte, Regionen, ein Land oder mehrere Länder betroffen sein können. Es ist bereits Tag 16 einer Hitzewelle, die über Europa herrscht. Mensch und Natur leiden unter der extremen Belastung. Flüsse führen nur wenig Wasser. Dadurch hat sich die Erzeugung von Flusskraftwerken halbiert. Aber auch thermische Kraftwerke, die das Flusswasser zur Kühlung benötigen, müssen ihre Leistung reduzieren. Verbleibende Kraftwerke im Süden werden hochgefahren. Währenddessen finden an relevanten 380 kV-Leitungen geplante Instandhaltungs- und in diversen Kraftwerken Revisionsarbeiten statt. Eine hohe Windeinspeisung im Norden sorgt für eine zusätzliche Belastung der Leitungen. Die Situation ist angespannt. Waldbrände wüten in Teilen Europas und haben bereits eine Hauptleitung unseres Stromnetzes zerstört. Dadurch entsteht eine kritische Aufteilung der Lastflüsse im Stromnetz. Es wird versucht, die Energie aufzuteilen. Dazu werden an manchen Stellen Kraftwerke hinzugeschaltet und wiederum an anderen Stellen Pumpen in Betrieb genommen. Durch die enorme Belastung auf dem gesamten Stromnetz fällt die Frequenz unter den Toleranzwert von 49,8 Hertz. Der Systemschutzplan tritt in Kraft. Generatoren werden zugeschaltet, der Pumpbetrieb eingestellt. Weitere Leitungen fallen aufgrund der Überlastung jedoch aus. Es herrscht Alarmstufe Rot bei den Kraftwerks- und Stromnetzbetreibern. Verbraucher werden vom Netz genommen, um für Entlastung zu sorgen. Es werden alle Mittel ausgeschöpft, um einen Blackout zu verhindern. Doch die Kaskade ist unvermeidbar. Eine Verkettung aus Ereignissen führt dazu, dass die Frequenz im europäischen Stromnetz auf unter 47,5 Hertz fällt. Dadurch wird eine automatische Schutzabschaltung aller Kraftwerke ausgelöst. Es wird dunkel. Blackout. Die Kraftwerks- und Netzbetreiber der Illwerke VKW und der FYN arbeiten auf Hochtouren. Ein Krisenstab, der aus Verantwortlichen der jeweiligen Unternehmen besteht, verschafft sich einen ersten Überblick über die Lage und koordiniert nun alle Vorgänge. Die Notstromversorgung der Kraftwerke wurde automatisch initiiert und der Eigenbedarf somit sichergestellt. Vorarlberg wird jetzt als Strominsel geführt. Das bedeutet, wir kapseln uns bis auf Weiteres vom europäischen Stromnetz ab. Die HSL in Bregenz und Dispatching in Rodund einigen sich auf eine Strategie und sind in ständigem Kontakt miteinander. Alle Umspannwerke werden in einen offenen Schaltzustand gesetzt und somit vom Stromnetz getrennt. Der Blackout als solches bedingt eine sehr schnelle Entstehungsgeschichte, bei der weder Automat noch Mensch rechtzeitig reagieren können. Und sobald wir sagen, okay, und wir in Vorarlberg feststellen, das ist ein Blackout, dann geht der Automatismus zum Laufen. Weil dann wird es nämlich von der Kommunikation her komplett spannend. Also hier wird sofort eine Krisenkommunikation durchgeführt, die
Krisenstäbe alarmiert. Wir haben hier ein entsprechendes Kommunikationssystem, das wir einsetzen, wo wir hier sehr schnell die Alarmierung vornehmen können. Es werden sämtliche Umspannwerke besetzt, die Betriebsstellen verständigt, halt alles, damit von der Kommunikation her wir einen gewissen Ausgangszustand haben. Und es gibt genau einen Mitarbeiter bei uns und genau einen Mitarbeiter im Dispatching. Die sitzen am Telefon und die zwei bauen miteinander das Netz jetzt auf. Das Stromnetz wird nun in kleinere Sektoren unterteilt, damit es das Wiederhochfahren und Einspeisen des elektrischen Stroms erleichtert. Würde man sofort ganz Vorarlberg wieder mit Strom versorgen, könnte das System unter der hohen Last erneut zusammenbrechen. Natürlich ist das Ganze sehr filigran. Wenn ich ein Netz wieder aufbauen will, dann darf ich nur 5% dessen zuschalten, was jetzt rotiert. Sprich, wenn ich einen 100 MW Generator rotieren habe, kann ich 5 Megawatt zuschalten. Das heißt, das Ganze muss in kleine Teile aufgetrennt werden. Und dann wird eine Maschine hochgefahren, von einem unserer schwarzstartfähigen Kraftwerke wird eine hochgefahren. Das Besondere an den Kraftwerken der Illwerke VKW ist, dass sie schwarzstartfähig sind. Und es beginnt am Rückmeldebild im Dispatching wieder zu leuchten. Man sieht, an einem kleinen Flecken im Montafon ist wieder Spannung vorhanden. Das bedeutet, dass diese Kraftwerke in der Lage sind, die Stromversorgung autonom vollständig wiederherzustellen. Große thermische Kraftwerke wie beispielsweise Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke besitzen diese Eigenschaft nicht. Schwarzstartfähig heißt, dass wir Energie erzeugen können, ohne dass von außen eine Energie bereitstellt. Also das Kraftwerk hat selber so viel Energie, also in Form von Batterien oder von Notstromaggregaten oder Hausgeneratoren, dass es selbstständig hochfahren kann und Energie erzeugen kann. Nun werden also Stück für Stück die Kraftwerke wieder hochgefahren. Unter der Beachtung der 5%-Regel werden stetig neue Verbraucher zugeschaltet und mit Strom versorgt. Wie gesagt, es kann nur so viel verbraucht werden, wie erzeugt wird. Und wenn man einen bestimmten Verbraucher zuschaltet, muss sichergestellt sein, dass die Maschinen im Hintergrund, die Generatoren, diese Leistung auch erzeugen können. Größenordnungsmäßig werden wir an rotierender Masse so 500 Megawatt am Anfang am Netz haben. Wir sehen dann bei uns im Leitsystem der Frequenzeinbruch, also normalerweise haben wir die 50 Hertz und wenn ich den Umspannwerk zuschalte, geht es ein bisschen aber, pendelt sich dann ein. So wird die Netzlast kontrolliert erhöht, bis schließlich auch der letzte Haushalt wieder mit Strom versorgt ist. Wenn es nur die Imbalance war, dann ist in wenigen Stunden hat Vorarlberg Strom. Wenn die Infrastruktur nicht mehr da ist, dann kann es Tage oder Wochen dauern, bis der Letzte wieder Strom hat. Also technisch gesehen können wir Strom sehr schnell wieder anbieten. Ob wir ihn verteilen können, ist eine zweite Geschichte. Wie lange es dauert, ist eine schwierige Frage, weil die Grundfrage ist, warum kam es zu einem Blackout? Und das weiß man ja eigentlich nicht, wenn es soweit ist. Wir gehen davon aus und hoffen natürlich, dass die Systeme alle funktionieren. Wir haben sehr gute Systeme, wir haben redundante Systeme, das heißt, wir sind doppelt unterwegs. Wenn irgendein System ausfällt, haben wir noch ein anderes, dann haben wir noch ein Notsystem. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Systeme einwandfrei funktionieren, dass uns nichts kaputt gegangen ist, dann sollten wir in 12 bis 24 Stunden das Land Vorarlberg mit Strom versorgt haben. Aufgrund dessen, dass wir in Vorarlberg ja einen Spitzenkraftwerkspark haben und ein sehr leistungsfähiges Netz haben und andererseits natürlich nicht zu vergessen die Mitarbeiter, die sehr engagiert sind und alles dafür tun werden, dass die Vorarlberger Kunden schnellstmöglich wieder mit Energie versorgt werden. Diese Funktionen, die es dann braucht, die wurden bei uns schon ab der Stunde 0 implementiert, immer adaptiert und verbessert. Wir beschäftigen Menschen damit, um dann die Besten sein zu können für unser Land Vorarlberg. Die Anlagen werden nicht nur dementsprechend konzipiert, sondern getestet. Das heißt, jede Anlage wird jährlich getestet, jede Maschine wird jährlich getestet. Kann ich diesen Schwarzstart? Bin ich dann bereit, wenn es losgeht? Das heißt, die Menschen, die dann miteinander etwas tun müssen, trainieren das.
Das Training ist am Simulator. Wir selber üben das mit unseren realen Maschinen. Ein Blackout für mich persönlich bedeutet, dass ich versuche, so schnell wie möglich meinen Beitrag zu leisten, dass wir wieder eine gesicherte Stromversorgung bereitstellen können. In der jüngeren Vergangenheit erlebten wir immer wieder Hitzewellen, gefolgt von starken Regenfällen. Trotz dieser elementaren Belastungen konnte die Netzfrequenz stets stabil gehalten werden. Das zeigt uns, wie unwahrscheinlich ein Blackout tatsächlich ist. Ich habe keine Angst vor dem Blackout. Ich bin noch nicht vorversorgt, ich habe keinen Notstrom, das habe ich alles nicht. Ich vertraue darauf, dass das, was wir bis jetzt immer gemacht haben, funktioniert.